Was, wenn das ständige Chaos im Kopf, dieses Gefühl, irgendwie anders zu funktionieren und die endlosen, unerledigten Aufgaben nicht einfach mit mangelnder Disziplin zu tun haben? Was, wenn hinter der jahrelangen Suche nach einer Erklärung für innere Unruhe, sprunghafte Gedanken und das Gefühl, das eigene Potenzial nie richtig ausschöpfen zu können, tatsächlich eine neurobiologische Störung steckt? Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, ist keine reine Kinderkrankheit. Bei einem relevanten Teil der Betroffenen bestehen Symptome bis ins Erwachsenenalter fort. Allerdings verändern sie häufig ihr Erscheinungsbild. Offensichtliche Hyperaktivität kann zurücktreten, während Probleme mit Aufmerksamkeit, Organisation, Impulskontrolle und innerer Unruhe weiterhin den Alltag prägen. Als Facharzt für Neurologie begegne ich Erwachsenen, die teilweise einen langen Weg bis zur richtigen Diagnose hinter sich haben. Manche wurden jahrelang als unorganisiert, undiszipliniert oder überempfindlich wahrgenommen. Doch solche Schwierigkeiten können auch Ausdruck einer ADHS sein. Heute zeige ich Ihnen 5 weniger offensichtliche Phänomene, die bei Erwachsenen mit ADHS auftreten können und im Alltag leicht übersehen werden. Wichtig dabei, keines dieser Zeichen beweist für sich allein eine ADHS. Aber wenn mehrere davon seit vielen Jahren bestehen und das Leben deutlich beeinträchtigen, lohnt sich eine professionelle Abklärung. Warum ADHS im Erwachsenenalter so oft unsichtbar bleibt? Bevor wir uns die 5 Zeichen ansehen, müssen wir eine Frage klären. Warum wird ADHS bei Erwachsenen überhaupt übersehen? Ein Grund liegt in einem Bild der Erkrankung, das sich hartnäckig hält. Zappelige Junge, der im Unterricht nicht stillsitzen kann und ständig dazwischen ruft. ADHS kann tatsächlich so aussehen. Es ist aber nur ein Teil des Spektrums. Mit zunehmendem Alter kann die sichtbare motorische Hyperaktivität abnehmen. Manche Erwachsene beschreiben stattdessen eine ausgeprägte innere Unruhe, das Gefühl, ständig unter Strom zu stehen, gedanklich nicht abschalten zu können oder permanent beschäftigt sein zu müssen. Ein weiterer Grund ist Kompensation. Manche Erwachsene entwickeln über Jahre ausgeklügelte Strategien, um ihre Schwierigkeiten auszugleichen. Sie schreiben To-Do-Listen, stellen mehrere Erinnerungen ein, kontrollieren Termine wiederholt oder bauen sehr strikte Routinen auf. Nach außen kann das hervorragend organisiert wirken. Entscheidend ist aber die Frage, wie viel Kraft kostet es, dieses System aufrechtzuerhalten. Kompensationsstrategien können funktionieren, manchmal jedoch um den Preis erheblicher Anstrengung. Auch geschlechtsspezifische Unterschiede spielen eine Rolle. Gerade Mädchen und Frauen mit vorwiegend unaufmerksamen Symptomen können weniger auffallen als Menschen mit ausgeprägter Hyperaktivität und Impulsivität. Konzentrationsprobleme werden dann beispielsweise als Träumerei interpretiert. Gleichzeitig können Depressionen und Angststörungen zusätzlich auftreten und das klinische Bild überlagern. ADHS ist eine neuroentwicklungsbedingte Störung. Genetische Faktoren spielen dabei eine erhebliche Rolle. Auf neurobiologischer Ebene werden Veränderungen verschiedener neuronaler Netzwerke und Neurotransmittersysteme untersucht, darunter Dopamin und Noradrenalin. Die Erkrankung lässt sich jedoch nicht auf einen simplen Dopaminmangel reduzieren. Schauen wir uns nun 5 Phänomene an, die sich hinter einem auf den ersten Blick gut funktionierenden Alltag verbergen können. Die 5 übersehenen Zeichen. Zeichen Nummer 1, die Task Initiation Paralyse. Wenn der Start zur unüberwindbaren Hürde wird. Wir alle schieben unangenehme Dinge gelegentlich auf. Doch manche Erwachsene mit ADHS beschreiben etwas, das darüber hinausgeht. Sie wissen genau, was sie tun müssen, wollen beginnen und schaffen den Einstieg trotzdem nicht. Umgangssprachlich wird dafür manchmal der Begriff Task Initiation Paralyse verwendet. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor einer wichtigen E-Mail. Sie wissen, sie muss heute raus. Eigentlich wäre sie in 15 Minuten geschrieben. Trotzdem beginnen Sie nicht. Stattdessen sortieren Sie Unterlagen, lesen Nachrichten oder holen sich noch einen Kaffee. Und währenddessen steigt der innere Druck immer weiter. Task Initiation Paralyse ist keine medizinische Diagnose und auch kein offizielles ADHS-Kriterium. Das dahinterliegende Problem kann jedoch mit Schwierigkeiten der Exekutivfunktion zusammenhängen. Dazu gehören Fähigkeiten wie Planen, Priorisieren, Arbeitsgedächtnis, Selbststeuerung und das zielgerichtete Beginnen und Durchführen von Handlungen. Bei ADHS können bestimmte Aspekte dieser Selbststeuerung beeinträchtigt sein. Was von außen wie Faulheit oder mangelnde Motivation aussehen kann, kann deshalb bei manchen Betroffenen ein erhebliches Problem der Handlungssteuerung darstellen. Gleichzeitig ist dieses Phänomen keineswegs ADHS-spezifisch. Auch Depression, Angst, chronische Überforderung oder Schlafmangel können dazu führen, dass Menschen Aufgaben kaum beginnen können. Entscheidend ist deshalb immer das Gesamtbild. Zeichen Nummer 2, emotionale Dysregulation.
die unsichtbare Achterbahn der Gefühle. Ein weiteres Phänomen, das bei Erwachsenen mit ADHS häufig beschrieben wird, ist die emotionale Dysregulation. Gemeint sind Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen angemessen zu regulieren. Kritik kann ungewöhnlich stark treffen. Eine unerwartete Planänderung löst möglicherweise heftige Frustration aus. Ärger steigt innerhalb von Sekunden an und klingt manchmal genauso schnell wieder ab. Wichtig ist die wissenschaftliche Einordnung. Emotionale Dysregulation ist bei vielen Menschen mit ADHS klinisch relevant, gehört aber bei Erwachsenen nach den gängigen diagnostischen Klassifikationen nicht einfach zu den diagnostischen Kernkriterien. Sie wird vielmehr als häufig assoziiertes Merkmal diskutiert. Neurobiologisch lässt sich dieses Phänomen auch nicht auf eine einzelne Verbindung zwischen Vernunftzentrum und Gefühlszentrum reduzieren. Emotionale Regulation entsteht aus dem Zusammenspiel verschiedener kortikaler und subkortikaler Netzwerke. Bei ADHS gibt es Hinweise auf Veränderungen in Netzwerken, die unter anderem Aufmerksamkeit, inhibitorische Kontrolle, Motivation und Emotionsregulation beeinflussen. Im Alltag kann sich das beispielsweise durch geringe Frustrationstoleranz, Reizbarkeit oder schnelle emotionale Reaktionen zeigen. Gerade hier ist die Differentialdiagnose entscheidend. Stimmungsschwankungen kommen auch bei Depressionen, Angststörungen, Traumafolgestörungen, Persönlichkeitsstörungen und bipolaren Erkrankungen vor. Ein wichtiger Unterschied kann der zeitliche Verlauf sein. ADHS-assoziierte emotionale Reaktionen sind häufig relativ kurz und durch konkrete Ereignisse ausgelöst. Bipolare Episoden dagegen umfassen komplexere Veränderungen von Stimmung, Antrieb, Aktivität und weiteren Symptomen über einen deutlich längeren Zeitraum. Wer ausgeprägte Stimmungsschwankungen erlebt, sollte deshalb nicht vorschnell selbst auf ADHS schließen. Zeichen Nummer 3, chronische Zeitblindheit und desaströse Planung. Ein weiteres häufig beschriebenes Problem ist die sogenannte Zeitblindheit. Manche Menschen mit ADHS berichten, dass sie Zeit schlecht einschätzen können. Wie lange dauert eine Aufgabe? Wie viel Zeit ist bereits vergangen? Wann muss ich anfangen, damit ich um 15 Uhr wirklich fertig bin? Eine Deadline in 2 Wochen erscheint zunächst weit entfernt. Tage passiert wenig, dann ist die Abgabe plötzlich morgen und aus Aufschieben wird hektische Nacharbeit. Auch Zeitblindheit ist keine offizielle Diagnose und kein eigenständiges diagnostisches Kriterium. Der Begriff beschreibt jedoch anschaulich Probleme, die unter anderem mit Zeitverarbeitung, Planung und Exekutivfunktion zusammenhängen können. Studien finden bei ADHS tatsächlich Auffälligkeiten bei verschiedenen Aufgaben zur Zeitwahrnehmung und zeitlichen Verarbeitung. Trotzdem gilt auch hier, ein schlechtes Zeitgefühl allein bedeutet noch lange keine ADHS. Im Alltag kann sich das in chronischen zu spät kommen, vergessenen Termin oder unrealistischer Planung zeigen. Jemand nimmt sich morgens 5 große Aufgaben vor und ist am Abend frustriert, weil schon die erste doppelt so lange gedauert hat wie erwartet. Interessanterweise kann das äußere Erscheinungsbild völlig unterschiedlich sein. Manche Menschen wirken chaotisch, andere kompensieren ihre Schwierigkeiten durch sehr strikte Planung und kommen aus Angst vor dem zu spät kommen eine halbe Stunde zu früh. Deshalb kann eine gut organisierte Person durchaus erhebliche Schwierigkeiten mit Selbstorganisation haben. Sie hat möglicherweise nur gelernt, diese sehr effektiv zu kompensieren. Zeichen Nummer 4. Innere Unruhe und mentale Sprunghaftigkeit. Das Chaos im Kopf. Während offensichtliche körperliche Hyperaktivität im Erwachsenenalter weniger ausgeprägt sein kann, beschreiben manche Betroffene eine starke innere Unruhe. Gedanken springen von einem Thema zum nächsten. Ruhe fühlt sich unangenehm an. Ständig muss etwas passieren. Manche beschreiben es als einen Bienenschwarm im Kopf oder einen Fernseher, auf dem mehrere Programme gleichzeitig laufen. Selbst auf dem Sofa läuft nebenbei das Smartphone, während der Fernseher eingeschaltet ist und im Kopf bereits die Aufgaben des nächsten Tages kreisen. Das kann das Abschalten erschweren. Manche Erwachsene suchen ständig neue Reize oder Beschäftigung. Allerdings ist auch das keineswegs spezifisch für ADHS. Innere Unruhe kann beispielsweise bei Angststörungen, Stress, Schlafmangel oder anderen psychischen und körperlichen Erkrankungen auftreten. Deshalb zählt nicht das einzelne Symptom, sondern das über Jahre bestehende Gesamtmuster. Im Gespräch kann sich Impulsivität beispielsweise dadurch zeigen, dass jemand häufig dazwischenredet, Sätze anderer beendet oder Gedanken sofort aussprechen möchte. Andere verlieren mitten im Gespräch den roten Faden oder schweifen gedanklich ab. Solche Verhaltensweisen können tatsächlich zu den klassischen Symptombereichen von ADHS passen. Vorausgesetzt, sie treten anhaltend in verschiedenen Lebensbereichen und mit relevanter Beeinträchtigung auf. Zeichen Nummer 5. Soziale Missverständnisse durch beeinträchtigte Aufmerksamkeitssteuerung. Das letzte Zeichen betrifft soziale Interaktion. Menschen mit ADHS können Schwierigkeiten haben, ihre Aufmerksamkeit über längere Gespräche konstant aufrechtzuerhalten. Besonders schwierig kann das in reizreichen Umgebungen werden. Ein Gespräch im Restaurant, gleichzeitig Musik, Menschen am Nachbartisch, vorbeilaufende Kellner und plötzlich ist der Faden weg. Die Folge kann sein, dass jemand mitten im Gespräch gedanklich aussteigt und die letzten Sätze nicht mehr mitbekommt.
Das Gegenüber interpretiert dies möglicherweise als Desinteresse. Für die betroffene Person kann es dagegen ausgesprochen unangenehm sein, weil sie durchaus zuhören möchte, ihre Aufmerksamkeit aber abgeschweift ist. In diesem Zusammenhang begegnet man im Internet häufig auch dem Begriff Rejection Sensitive Dysphoria, kurz RSD. Damit wird eine außergewöhnlich starke emotionale Reaktion auf tatsächliche oder wahrgenommene Zurückweisung beschrieben. Hier ist allerdings Vorsicht angebracht. RSD ist keine anerkannte eigenständige psychiatrische Diagnose und kein diagnostisches Kriterium für ADHS. Auch ist die wissenschaftliche Evidenz für RSD als klar abgegrenztes ADHS-spezifisches Konstrukt deutlich schwächer, als es manche Beiträge in sozialen Medien suggerieren. Ablehnungsempfindlichkeit und emotionale Dysregulation können bei Menschen mit ADHS vorkommen. Sie finden sich aber ebenso bei anderen psychischen Erkrankungen, auch bei Menschen ohne ADHS. Soziale Schwierigkeiten können deshalb aus ganz unterschiedlichen Mechanismen entstehen. Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität und emotionale Reaktionen können bei ADHS dazu beitragen. Sie beweisen die Diagnose jedoch nicht. Kommen wir zu einem Sonderkapitel. Warum Frauen besonders oft übersehen werden. Ich möchte kurz innehalten, denn dieses Thema verdient besondere Aufmerksamkeit. ADHS bei Frauen. Untersuchungen zeigen, dass Mädchen und Frauen insbesondere dann leichter übersehen werden können, wenn ihre Symptomatik weniger durch auffällige Hyperaktivität und Impulsivität geprägt ist. Dabei sollten wir allerdings nicht in das nächste Klischee geraten. Jungen sind nicht automatisch hyperaktiv und Mädchen nicht automatisch verträumt. ADHS ist ausgesprochen heterogen. Trotzdem gibt es Hinweise darauf, dass Mädchen häufiger mit weniger störendem Verhalten auffallen und deshalb seltener oder später einer diagnostischen Abklärung zugeführt werden. Ein Mädchen kann beispielsweise gute Noten schreiben und trotzdem enorme Schwierigkeiten mit Konzentration, Organisation und Zeitmanagement haben. Vielleicht kompensiert es diese Probleme durch übermäßig viel Lernzeit, starke Selbstkontrolle oder Unterstützung durch die Familie. Solange die Leistungen stimmen, erkennt niemand, welcher Aufwand dahinter steckt. Im Erwachsenenalter können solche Kompensationsstrategien in ihre Grenzen kommen. Studium, Beruf, Haushalt, Partnerschaft oder Elternschaft erhöhen die Anforderungen an Selbstorganisation. Strategien, die früher gerade noch funktioniert haben, reichen plötzlich nicht mehr aus. Manche Frauen suchen dann wegen Erschöpfung, Ängsten oder depressiven Symptomen Hilfe. Diese Erkrankungen können tatsächlich zusätzlich zu ADHS auftreten und müssen selbstverständlich genauso ernst genommen und behandelt werden. Ein möglicher Anlass für eine spätere Diagnostik ist tatsächlich die ADHS-Diagnose eines eigenen Kindes. ADHS weist eine starke genetische Komponente auf. Eltern erkennen dann manchmal Verhaltensmuster aus der eigenen Kindheit. Das ist ein Anlass, genauer hinzuschauen, aber noch keine Diagnose. Wenn Sie sich in einem solchen Muster wiedererkennen, lautet die entscheidende Frage deshalb nicht, habe ich ADHS, sondern zunächst, bestehen diese Schwierigkeiten schon seit meiner Kindheit? Treten sie in unterschiedlichen Lebensbereichen auf und beeinträchtigen sie meinen Alltag relevant? Wenn ja, kann eine fachgerechte Diagnostik sinnvoll sein. Der Weg zur Klarheit, wie eine seriöse Diagnose abläuft. Wenn Sie sich in mehreren dieser Zeichen wiedererkannt haben, fragen Sie sich vielleicht, und was jetzt? Der wichtigste Punkt lautet, stellen Sie keine Selbstdiagnose anhand eines Videos. Auch Online-Selbsttests können allenfalls Hinweise liefern. Sie ersetzen keine fachgerechte Diagnostik. Eine seriöse ADHS-Diagnostik im Erwachsenenalter besteht aus mehreren Bausteinen. Am Anfang steht eine ausführliche Anamnese. Dabei geht es nicht nur darum, welche Schwierigkeiten heute bestehen. ADHS ist eine Neuroentwicklungsstörung. Deshalb muss es Hinweise darauf geben, dass entsprechende Symptome bereits während der Kindheit vorhanden waren. Nach DSM-5 müssen mehrere Symptome bereits vor dem 12. Lebensjahr bestanden haben. Alte Schulzeugnisse, Berichte der Eltern oder andere Informationen aus der Kindheit können dabei hilfreich sein, sofern sie verfügbar sind. Zusätzlich können standardisierte Fragebögen und diagnostische Interviews eingesetzt werden. Beispielsweise das DIVA-5, ein einzelner Fragebogen, beweist allerdings keine ADHS. Mindestens genauso wichtig ist die Differentialdiagnostik. Schlafstörungen, Depressionen, Angststörungen, Substanzkonsum, Schilddrüsenerkrankungen und verschiedene andere medizinische oder psychiatrische Ursachen können ähnliche Beschwerden verursachen oder gleichzeitig mit ADHS auftreten. Am Ende steht deshalb idealerweise keine Diagnose, die möglichst schnell vergeben wird, sondern eine Diagnose, die einer kritischen Prüfung standhält. Für manche Menschen ist diese Einordnung tatsächlich eine große Erleichterung, weil Schwierigkeiten, die sie jahrelang als persönliches Versagen interpretiert haben, plötzlich verständlicher werden. Gleichzeitig sollte eine Diagnose nicht die gesamte Persönlichkeit erklären. ADHS beschreibt ein klinisches Störungsbild, nicht den ganzen Menschen. Und wenn tatsächlich eine behandlungsbedürftige ADHS vorliegt, stehen wirksame medikamentöse und nicht medikamentöse Therapieoptionen zur Verfügung. Fassen wir die 5 übersehenen Zeichen noch einmal zusammen. Erstens die Test-Initiation-Paralyse.
Schwierigkeiten trotz klarer Absicht mit Aufgaben zu beginnen. Zweitens die emotionale Dysregulation. Schwierigkeiten, intensive emotionale Reaktionen zu regulieren. Drittens die chronische Zeitblindheit. Probleme mit Zeiteinschätzung, Planung und Organisation. Viertens die innere Unruhe. Das Gefühl, gedanklich ständig in Bewegung zu sein. Fünftens die sozialen Missverständnisse. Mögliche Folgen von Aufmerksamkeits- und Impulsivitätsproblemen. Wenn Sie sich in diesen Punkten wiedererkannt haben, nehmen Sie das als Anlass zum Nachdenken, nicht als Diagnose. Denn fast jedes einzelne dieser Phänomene kann auch ohne ADHS auftreten. Entscheidend sind Beginn in der Kindheit, Dauer, Ausprägung, Auftreten in unterschiedlichen Lebensbereichen und die tatsächliche Beeinträchtigung. ADHS ist weder eine Erklärung für jede Form von Unkonzentriertheit, noch einfach eine Modediagnose. Es ist eine wissenschaftlich anerkannte Neuroentwicklungsstörung, die bei entsprechender Ausprägung Beruf, Beziehung und Lebensqualität erheblich beeinflussen kann und für die wir heute wirksame Behandlungsmöglichkeiten haben. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, teilen Sie es gerne mit Menschen, für die das Thema interessant sein könnte. Und wenn Sie den Verdacht haben, selbst betroffen zu sein, suchen Sie eine fachkundige diagnostische Abklärung. Je nach Versorgungssituation können dafür beispielsweise Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, spezialisierte neurologische oder psychiatrische Praxen oder entsprechend qualifizierte psychologische Psychotherapeuten in Frage kommen. Denn das Ziel sollte nicht sein, möglichst schnell das Etikett ADHS zu bekommen. Das Ziel ist herauszufinden, warum bestimmte Schwierigkeiten bestehen und welche Behandlung Ihnen tatsächlich helfen kann.